Grüß Gott, jedes Video sagt, dass man auf Deutsch mit den Worten Guten Tag oder Guten Morgen oder Guten Abend begrüßen kann. Aber wie kann man die deutsche Sprache etwas interessanter gestalten? Wie kann man jemanden etwas interessanter grüßen? Darüber in diesem Video. So, wir beginnen natürlich mit den Klassikern. Guten Tag, guten Morgen bzw. guten Abend. Guten Tag. Guten Tag kann man ungefähr von, sagen wir mal von 12 Uhr bis 17 Uhr sagen. Die anderen Grußformeln eignen sich besser für die anderen Zeiten. Guten Morgen. Guten Morgen kann man in Deutschland übrigens schon relativ früh beginnen zu sagen. Beispielsweise ab 2 Uhr, 3 Uhr morgens ist es definitiv schon Guten Morgen und nicht Gute Nacht. Gute Nacht sagt man normalerweise, wenn man sich von jemandem sehr spät verabschiedet. So, etwas weniger formell klingt beispielsweise Hallo. 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 Hallo oder, wenn man es noch etwas freundlicher haben möchte, Hallihallo. Dann gibt es natürlich auch regionale Grußformeln, beispielsweise in Süddeutschland und in Österreich die Grußformel Servus. Mit Servus oder Grüß Gott. Servus. 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 Servus hat eine lange Tradition und kommt aus der christlichen Tradition zu sagen, benutz mich wie deinen Sklaven. Denn Servus bedeutet auf Lateinisch der Sklave. Servus. Dann gibt es im norddeutschen Sprachgebrauch die Grußformel Moin. Moin. Moin, moin. Moin bedeutet nicht morgen, sondern einfach Hallo. Es gibt natürlich auch regionale Grüße, beispielsweise aus der Schweiz. Grüezi. 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 Eine Schweizer Formel, wie man die anderen Menschen zu jeder Tageszeit begrüßen kann. Grüezi. So, die Standardformel für viele Menschen ist jedoch eine andere. Wenn du jemanden duzt, kannst du sagen, grüß dich, grüß dich. Falls man es etwas distanzierter haben möchte, dann kann man sagen, grüß sie. Wenn man es ganz locker in der Jugendsprache formulieren möchte, dann kann man sagen, na, wie geht's? Oder einfach, was geht? Was geht? Was geht? Das ist wie im Englischen What's up. Und dann gibt es natürlich unseren Markengruß von Habla Palabra, nämlich Grüß Gott. Grüß Gott vielleicht. Grüß Gott. Grüß Gott, die Worte, mit denen wir euch in jedem Video auf Deutsch begrüßen, habe ich aus Bayern mitgebracht, als Zeichen der bayerischen Herkunft unserer Firma. Diese Grußformel ist nicht nur in Bayern, sondern generell in Süddeutschland und in Österreich weit verbreitet und bedeutet natürlich, möge Gott dich begrüßen. Also auch ein christlicher, aber ein bisschen traditioneller, vielleicht sogar veralteter Gruß. So, und zu guter Letzt kann man sich mit Hilfe von einigen dieser Grüße auch verabschieden. Mein Favorit ist einfach zu sagen Servus. Servus. Satz freundlich. Jawohl. Mir kannst nur ein Weißbier bringen.